Hallo meine Lieben, es kamen so viele Fragen von euch bezüglich meinem Mirror Glaze Kuchen, dass ich dachte, ich sollte doch eigentlich ein zweites Video drehen, um euch zu erklären, welche Schritte ich bevor meinem Mirror Glaze nehme und auch noch, was ihr auf jeden Fall berücksichtigen sollt, wenn ihr ein Mirror Glaze mit Agar herstellt. Fangen wir an mit diesem Kuchen. Es besteht zuerst hauptsächlich aus 2 Ebenen Vanillekuchen. Hierfür habe ich einen ganz normalen Vanillekuchenteig vorbereitet und fülle damit 2 Backformen mit jeweils 20 cm Durchmesser. Das hatte ich ein paar Tage schon vorher vorbereitet und einfach in den Kühlschrank gestellt, um es abzukühlen. Zwischen den Vanillekuchenebenen habe ich eine Erdbeerjello hergestellt. Dafür verwende ich einfach gefrorene Erdbeeren, die ich auftaue und püriere. Um die Erdbeeren fest zu bekommen, verwende ich ein pflanzliches Geliermittel, also Agar, was ich zuerst in kaltes Wasser gebe, um es aufzulösen. Gebe in der Zwischenzeit ein wenig Zucker zu den pürierten Erdbeeren und dann, damit das Ganze schön fest wird später, muss das Agar aufkochen. Und das mache ich, indem ich dieses Wasser mit Agar und den Erdbeeren direkt in eine Pfanne gebe und aufkochen lasse. Bei Agar ist es wichtig, dass sie am Herd bleibt, denn es muss unter ständigem Rühren aufkochen. Dann, sobald das aufgekocht ist, bzw. sobald die Flüssigkeit dicker geworden ist, gebe ich sie in dieselbe Backform ein, in der ich meine Vanillekuchenebenen vorher vorbereitet hatte. Ich habe hier aber eine Folie drunter gegeben, damit ich das Jello später leicht lösen kann. Agar härtet bei einer höheren Temperatur als normales Geliermittel, also lasse ich das Ganze einfach bei Raumtemperatur stehen und dann wird mein Erdbeerjello schon fest. Jetzt bereite ich meinen No Bake Cheesecake Layer vor. Dafür verwende ich auch wieder Agar, was ich in kaltes Wasser gebe, damit das Agar sich auflöst. Dann gebe ich ein wenig Schlagsahne, Puderzucker und Frischkäse und natürlich ein wenig Vanilleextrakt zu einer Schüssel und rühre das Ganze schön cremig. Das Agar hat sich in der Zwischenzeit im kalten Wasser aufgelöst und muss jetzt aufkochen, damit es als Bindemittel aktiviert wird. Das gebe ich jetzt in einen Topf ein, lasse es unter ständigem Rühren aufkochen und gebe es dann zu dieser Frischkäsemischung. Das wird gut durchgemischt und dann gebe ich es direkt in dieselbe Backform ein, in der ich meine Vanillekuchen und Erdbeer-Jello-Layers hergestellt hatte. Somit habe ich dieselbe Größe für jede Ebene. Das lasse ich dann bei Raumtemperatur stehen, bis es fest wird und lege es dann in den Gefrierfach, damit es wirklich schön härtet und ich später mitarbeiten kann. Jetzt komme ich zur Erdbeer- und weißen Schokolademousse. Hierfür verwende ich jede Menge weiße Schokolade und das muss erstmal in die Schüssel rein. Das geht bei mir immer so. Ich brauche hierfür auch ein wenig Schlagsahne, was ich erstmal ein wenig aufkochen lasse. Und auch Erdbeeren, die lasse ich kurz auftauen. Und gebe dann die heiße Schlagsahne über die weißen Schokoladen und stelle die weiße Schokolade dann auch noch über ein Wasserbad, damit das Ganze schön schmilzt. Meine Mousse-Konsistenz zu erzielen, gebe ich noch ein wenig Sanapat in eine Schüssel und gebe hier auch ein bisschen Schlagsahne zu, welches ich cremig schlage. Gebe dann hier die aufgetauten und auch pürierten Erdbeeren hierzu. Um diese leckere Erdbeermousse herzustellen, gebe ich jetzt die Erdbeermischung zu den geschmolzenen weißen Schokoladen. Ab und zu passiert auch sowas. Das Ganze rühre ich gut durch, auch nochmal mit einem Handmixer und stelle es dann in den Kühlschrank für ca. 10 bis 20 Minuten, um es einfach fester zu bekommen. Im Grunde genommen habe ich eine Ganache hiermit hergestellt, aber es ist eine ein wenig flüssigere Konsistenz als eine Ganache. Und dann bringe ich alles zusammen. Hier sind alle Ebenen, mein Erdbeerjello, mein Cheesecake Layer und natürlich auch die Kuchenebenen. Die Käsekuchenebene hatte ich ja in ein Gefrierfach gestellt und das sieht jetzt so aus. Mein Erdbeerjello ist auch schön fest geworden, das sieht so aus. Lecker. Und jetzt bringe ich einfach alles zusammen. Ich verwende wieder dieselbe Backform wie vorhin, habe ein wenig Folie drunter gelegt, setze die erste Ebene Kuchen drauf, ein wenig von dieser Erdbeer- und weißen Schokolademousse, denn das gilt gleich als Bindemittel für alle Ebenen. Frischkäseebene, wieder ein wenig Erdbeermousse, dann die Erdbeerebene und zum Schluss nochmal der Kuchen. Das stelle ich dann in den Gefrierfach, damit die ganzen Ebenen aneinander haften und ich später das Ganze schön in meine Mousse einlegen kann. Die Erdbeermousse hatte ich in der Zwischenzeit in den Kühlschrank gestellt, die ist jetzt ein bisschen fester geworden. Hier gebe ich noch ein wenig Schlagsahne hinzu und schlage das Ganze richtig schön cremig.
Und jetzt bereite ich mich eigentlich vor, damit ich eine schöne glatte Ebene später habe, um die Spiegelglasur auf den Kuchen drauf zu geben. Ich gebe ein wenig von dieser erdbeerenweißen Schokoladenmousse in einen Tortenring. Darunter war natürlich ein wenig Folie und darunter ein Küchenbrett und das Ganze kann ich später auch in mein Gefrierfach stellen. Also die Größe sollte die auch berücksichtigen. Den Kuchen lege ich dann in ein wenig Mousse ein. Jetzt habe ich eine schöne dünne Ebene Mousse unter meinem Kuchen und um den Kuchen herum und gebe jetzt auch noch die restliche Mousse dazu. Ich habe meinen Tortenring jetzt noch ein bisschen verstellt auf 23 cm Durchmesser. Ich hätte es eigentlich auch noch ein bisschen kleiner machen können, aber das hat mir jetzt von der Größe her gepasst. Dann streiche ich das Ganze nochmal glatt und stelle es dann in den Gefrierfach für 2 Stunden und bringe es dann aus dem Gefrierfach raus, weil ich jetzt eine richtig schöne Konsistenz habe, die ich richtig schön weich streichen kann. Es ist sehr wichtig für eine Spiegelglasur, dass die Fläche unter der Spiegelglasur so weich oder so glatt wie möglich ist. Das stelle ich dann wieder in den Gefrierfach für 2 weitere Stunden und kann danach den Tortenring von diesem Kuchen entfernen. Der Rand vom Kuchen war mir jetzt noch nicht glatt genug, deswegen streiche ich den nochmal mit meinen Fingern kurz glatt. Und dann stelle ich den Kuchen wieder in den Gefrierfach, bis ich meine Spiegelglasur vorbereitet habe. Und das machen wir jetzt. Hier sind die genauen Zutaten, die ich verwende. Die Mengenangaben findet ihr im Link unten. Ich habe gesüßte Kondensmilch, das sieht so aus in der Verpackung. Weiße Schokolade, ein wenig Wasser, Agar und meine Agar-Verpackung sieht so aus, aber es ist auch im Supermarkt erhältlich in anderen Verpackungen. Und ein wenig Zucker. Ich gebe zuerst ein wenig kaltes Wasser zum Agar, wie immer, damit es sich auflöst. Das lasse ich für 5 Minuten stehen, bis das Agar das Wasser komplett aufgenommen hat. Und beginne jetzt mit dem Kochen der Zutaten. Ich gebe jetzt Zucker, gesüßte Kondensmilch und Wasser in einen Topf rein und bringe das Ganze zum Kochen. Das Ziel ist, dass das Zucker sich komplett auflöst im Wasser. Im Grunde genommen erstelle ich gerade einen Sirup damit her. Deswegen benutze ich auch keinen Glukosesirup. In diesem Rezept erstelle ich nämlich meinen eigenen. Ich bin erst bereit für den nächsten Schritt, wenn ich gar keinen Zucker mehr zwischen den Fingern spüre. Dann gebe ich mein Agar hierzu und lasse das Ganze aufkochen und auch wieder unter ständigem Rühren. Denn sonst sinkt das Agar zum Boden und ihr kriegt eine ganz ungleichmäßige Konsistenz. Also ständig rühren und aufkochen lassen und das sieht dann so aus und es glänzt schon ein wenig. Diese heiße Mischung gebe ich zur weißen Schokolade und lasse es für 5 Minuten stehen, bis die weiße Schokolade komplett geschmolzen ist. In der Spiegelglasur ist es wichtig, dass ihr überhaupt gar keine Klumpen habt. Deswegen püriere ich die weiße Schokolade kurz. Wie ihr sehen könnt, ist beim ganzen Rühren und Pürieren jede Menge Luftblasen entstanden und die möchte ich jetzt entfernen und das mache ich, indem ich diese Mischung einmal durch den Sieb gebe und auch hierzu meine Lebensmittelfarbe schon direkt dazu gebe. Tierische Gelatine wird erst im Kühlschrank fest. Agar härtet aber bei Raumtemperatur, deswegen ist es wichtig, dass ihr hier schnell arbeitet. Es ist auch extrem wichtig, dass euer Kuchen komplett eingefroren ist und ihr eine kalte Oberfläche habt. Jetzt gebe ich diese schöne Spiegelglasur auf meinen Kuchen drauf und versuche es so gleichmäßig wie möglich zu verteilen. Um der Spiegelglasur noch ein Design zu geben, gehe ich mit ein paar Tropfen weißer Lebensmittelfarbe in Gelform drauf und streiche diese Tropfen in die Spiegelglasur rein und lasse das Ganze kurz stehen. Falls ihr zu diesem Zeitpunkt ein paar Luftblasen sehen solltet, könnt ihr die gerne mit einem Zahnstocher kurz aufstechen, so wie ich das gerade tue. Nach ca. 15 Minuten ist die Spiegelglasur schön fest geworden, sodass nichts mehr abtropft. Jetzt streiche ich nur noch den Boden kurz glatt und stelle es dann auf meine Servierplatte. Um den unteren Rand vom Kuchen zu bedecken, gebe ich noch ein paar Kokosraspeln um den Kuchen herum und dann lasse ich den Kuchen für 4 Stunden draußen stehen, bis das Innere sich komplett aufgetaut hat und die Spiegelglasur schön fest geworden ist. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, diese Anleitung hat euch geholfen und ich hoffe, ich konnte eure Fragen bezüglich Spiegelglasur mit Agar auch beantworten.
Über euren Feedback und über eure Likes würde ich mich tierisch freuen, das wäre mir eine große Hilfe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!